Ah. Also das war mit Abstand der beschissenste Opening Gag, der mir jemals eingefallen ist für irgendein Review. Bitte tut mir einfach den Gefallen und redet mich nie wieder drauf an. Aber ganz im Ernst, nach dem Film, den ich gerade eben gesehen habe, habe ich einfach das Bedürfnis danach, Dinge blutrot anzumalen. Vor allem vielleicht irgendwelche Tücher, die man dann vor den Köpfen von Filmkritikern herumhält. Komm mal, da wartet Herschel auf dich. Ja, Herschel Gordon Lewis ist definitiv kein großer Freund der Filmkritiker, ist aber definitiv ein Freund der Leute, die gerne trashige Filmunterhaltung haben. Genauso wie nämlich beispielsweise bei der alten amerikanischen Blu-ray-Auflage der Blood Trilogy bereits geschrieben steht, contains graphic violence and scenes of unintentional comedy. Ja, das ist Herschel Gordon Lewis. Und wo wir gerade übrigens bei seiner Blood Trilogy waren, das ist ähnlich so wie bei Lucio Fulcis Trilogy of Death, wo mein erster Gedanke war, ja, weil er ja nur 3 Filme gedreht hat, in denen Leute sterben. Aber auch bei Herschel Gordon Lewis hat man quasi aus 3 inhaltlich miteinander komplett nicht verwandten Filmen eine Trilogie gemacht. Natürlich ist dabei die Rede von Blood Feast, 2000 Maniacs und Color Me Blood Red. Definitiv 3 Filme, die mehr oder weniger ein neues Genre begründet haben im Sinne der Splatter- und Gore-Filme und damit natürlich den Weg geebnet haben für wesentlich mehr / weniger talentierte Filmemacher der Zukunft, aber damit natürlich dem Regisseur Herschel Gordon Lewis, der nicht nur durch seine Filme, sondern meiner Meinung nach in erster Linie durch einfach seine persönliche, geniale Art in die Filmgeschichte eingegangen ist. Wir haben hier auf Playzocker Reviews in den letzten Monaten bereits über die Filme Blood Feast bzw. 2000 Maniacs gesprochen. Die sind nämlich bereits als limitierte DVD plus Blu-ray Edition von Illusions Unlimited Films im Rahmen der Classics-Reihe in Österreich im limitierten Mediabook veröffentlicht worden. Aber logischerweise hat sich das Label es auch nicht nehmen lassen, auch Color Me Blood Red im Mediabook zu veröffentlichen und damit die Blood Trilogy zu vervollständigen. Interessanterweise übrigens ist Color Me Blood Red wahrscheinlich der unbekannteste der 3 Titel aus der Blood Trilogy, ist auch wahrscheinlich der unblutigste, weil nämlich Regisseur Herschel Gordon Lewis in diesem Sinne ein bisschen was anderes ausprobieren wollte. Er wollte nämlich tatsächlich zum allerersten Mal in seiner Karriere, und wir schreiben das Jahr 1965, musste er einen Film gezwungenermaßen mit einem Drehbuch realisieren, weil es tatsächlich vereinzelte Schauspieler von ihm gewagt haben, ein solches zu verlangen. Vor allem Hauptdarsteller Gordon Orsheim, der nämlich den Hauptdarsteller in dem Film, den Adam spielt, der war anscheinend am Set wahnsinnig anstrengend und bekam sich auch mit Herschel Gordon Lewis wahnsinnig oft in die Haare, aber dafür hat er eine wirklich absolut großartige schauspielerische Leistung abgeliefert, die teilweise, vor allem aufgrund seiner Blicke mit den ganzen Close-Ups, mich ein kleines bisschen erinnert an eine klassische Peter Lorre-Performance, aber wirklich gut gemacht für einen Herschel Gordon Lewis Film. Interessant auch einige Nebendetails, die bei der Produktion passiert sind, ebenso zwischen den beiden. Davon kann man dann aber natürlich im Bonusmaterial bzw. im Booklet mehr erfahren. Ich möchte an der Stelle noch einmal auf das kleine Detail eingehen, dass wir ja mehr oder weniger die anderen beiden Titel aus der Blood Trilogy hier bereits vorgestellt haben und interessanterweise beide von diesen Filmen bereits vor einiger Zeit ein Remake bekommen haben. 2000 Maniacs wurde natürlich mit dem Titel 2001 Maniacs unter anderem mit Freddy Krueger, Robert Englund in der Hauptrolle neu bzw. sagen wir weiter erzählt, und 2016 hat dann der deutsche Regisseur Marcel Walz Blood Feast remaked, ein Film, der übrigens auch hier auf meinem Kanal vorgestellt wurde, ein Film, wo ich sogar im Bonusmaterial der Blu-ray zu sehen bin und einen Videokommentar beigesteuert habe. Color Me Blood Red ist allerdings der einzige Titel aus der Blood Trilogy, dem eine solche Ehre noch nicht zuteil wurde. Dafür hat der Film aber in die andere Richtung eine relativ interessante Geschichte. So bekommen wir in dem Film quasi die Geschichte von einem Maler zu sehen, und ich glaube, ich
spoilere damit jetzt nicht wahnsinnig viel, dass es sich um eine Geschichte eines Malers handelt, der nicht wahnsinnig erfolgreich ist und dann irgendwann einmal draufkommt, hey, warte mal, wenn ich mit Blut mal... Geil! Und das ist mehr oder weniger dieselbe Geschichte, die bereits im Jahr 1959 von keinem geringeren als Roger Corman mit seinem Film Das Vermächtnis des Professor Bondi erzählt wurde. Übrigens ein Film, der damals schon Titel und Rip-Off-Exploitation war von dem 1953 gedrehten Film Das Kabinett des Professor Bondi. Was allerdings interessant war, der 53er Bondi heißt im Original House of Wax, der 59er Bondi heißt A Bucket of Blood. In der englischen Originalfassung gibt's diese Rip-Off-Exploitation-Zusammenhänge zwischen den beiden Bondis nämlich nicht. Die kam nur bei dem 59er Corman Bondi dann in der deutschen Fassung dazu, als der deutsche Kinoverleih einfach eine mehrminütige Sequenz nachgedreht und an den Anfang des Films gestellt hat, um quasi die Geschichten zu verlinken. Aber das nur an der Stelle am Rande erwähnt, aber da war es eben ein erfolgloser Skulpturenschaffender, der dann drauf kommt, dass wenn er seine klatschige Pampe auf irgendwelche echten Leichen pappt, dann sieht das tatsächlich auch so aus, als hätte das nicht gerade irgendjemand in der ersten Skulpturschule selber gebastelt. Aber so haben wir den Zusammenhang mit Color Me Blood Red, übrigens eine Geschichte, die sogar in einer Geschichten aus der Gruft-Folge namens Die Farbe des Todes ebenfalls erzählt wurde. Aber lange Rede, kurzer Sinn, um das alles geht's heute gar nicht, wo wir wieder beim bekannten Spaceballs Opener waren. Nein, heute geht's einfach nur um das brandneue österreichische Mediabook aus der Classics-Reihe von Illusions Unlimited Films zu Herschel Gordon Lewis's 1965er Outing Color Me Blood Red. And let's see if you can color me impressed. Okay, wo ist die Kasse für die schlechten Wortspiele? Naja. Das Mediabook Frontcover Artwork sieht einfach nur großartig aus. Aber gut, ist natürlich jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend. Immerhin hat Illusions Unlimited Films, wie eben bereits bei den Mediabook-Veröffentlichungen von Bloodfeast und 2000 Maniacs, wieder mit dem großartigen deutschen Zeichner Adrian Keindorf zusammengearbeitet. Und ich glaube, es gibt kein Dorf, wo man jemanden findet, der so detailliert... Ich brauche wirklich diese Kasse für die schlechten Wortspiele, oder? Naja, Keindorf ist auf jeden Fall dafür bekannt, dass er ein großartiger, talentierter Zeichner ist, der nämlich vor allem für seinen detaillierten und feinen Pinselstrich meiner Meinung nach in die Geschichte der aktuell wirklich gefragten und guten Coverzeichner zurecht eingegangen ist. Wir brauchen ja in erster Linie hier einmal nur auf die Haare bzw. das Gesicht des Hauptcharakters des Films blicken und sehen einfach, mit welch feinem Pinselstrich, mit wie schönen Konturen und Strukturen hier gearbeitet wurde, sodass das Ganze nicht nur fein und detailliert, sondern auch irgendwie unglaublich plastisch wirkt. Insbesondere gefällt mir irgendwie der Teil, dass Adam auf dem Frontcover Artwork momentan noch nicht ganz weiß, ob er mit dem Pinsel vielleicht malen oder ihn doch lieber rauchen soll. Und im Hintergrund ist dann eben quasi jemand, sagen wir mal, nicht ganz so glücklich über das, was hier passiert, aber auch hier meiner Meinung nach absolut wundervoll gezeichnet, absolut detailliert gezeichnet und natürlich eine Szene, die im übertragenen Sinne auch genauso aus dem Film hätte stammen können. Ein passendes und hervorragend umgesetztes Cover-Artwork von Adrian Keindorf. Das ist meiner Meinung nach genauso, wie wir den Zeichner kennen, genauso wie wir das von ihm erwarten und von Illusions dann auch wirklich hervorragend vom Platz her und auch von der Druckqualität her für dieses Mediabook umgesetzt. Wir schauen jetzt einmal über den Spine, wo wir natürlich den Filmtitel sehen, außerdem das Logo der Classics-Reihe von Illusions. Und für diejenigen, die sich jetzt wundern, dass es sich um ein dünnes Mediabook handelt, ja, es ist auch wirklich schon etwas länger her, seit die 8. Nummer aus der Classics-Reihe erschienen ist. Aber im Fall dieser Reihe ist das absolut notwendig, denn seit der Nummer 1 erscheint diese Reihe in einem Slim Mediabook. Wir wechseln jetzt einmal auf das Backcover. Da bekommen wir natürlich wie gewohnt die Inhaltsangabe zum Film. Wir bekommen einige Bilder aus dem Film und
dann die Informationen rund ums Bonusmaterial. Und das ist dieses Mal wieder recht angenehm umfangreich ausgefallen. So gefällt mir persönlich als Special auf diese Edition insbesondere der Audiokommentar mit unter anderem Herschel Gordon Lewis persönlich, der sehr informativ, aber auch sehr humorvoll irgendwie durch den Film führt. Außerdem gibt's 10 Minuten an Outtakes, die allerdings ohne Ton und mit Musik aus anderen Herschel Gordon Lewis Filmen sind, weil einfach von diesen Outtakes lediglich das Bild, nicht aber der Ton erhalten geblieben ist. Es gibt außerdem noch den Kurzfilm Hot Night at the Go-Go Lounge für all diejenigen, die quasi ein, kann man sagen, Extended Musikvideo von Herschel Gordon Lewis sehen wollen, wo Leute mal mehr, mal weniger bekleidet tanzen. Aber besonders interessant ist die Vollbildfassung in SD-Qualität beziehungsweise die Dokumentation über Herschel Gordon Lewis unter dem Titel The Godfather of Gore beziehungsweise dazu noch einmal 64 Minuten Outtakes. Das ist zwar dieselbe Dokumentation, die bereits auf den Blu-rays zu Bloodfeast bzw. 2000 Maniacs enthalten war, aber meiner Meinung nach trotzdem in Ordnung, dass Illusions diese Doku einfach immer draufpackt, weil erstens ist auf der Blu-ray Platz und zweitens kann es ja unter Umständen auch Leute geben, die nur einen dieser Titel wirklich in ihrer Sammlung haben wollen. Alle diese Specials übrigens, die nur in englischer Sprache sind, sind auch mit deutschen Untertiteln versehen und das weiß ich gerade bei der Godfather of Gore Dokumentation ganz besonders, weil da habe ich mitgearbeitet an den Untertiteln und sowas ist wirklich viel Arbeit. Schauen wir jetzt einmal ins Innere von dem Mediabook. Da finde ich irgendwie die Tatsache, dass dasselbe Frontcover-Artwork auch hier auf den beiden Discs beziehungsweise dem Booklet-Frontcover zu sehen ist, irgendwie gar nicht einmal störend. Ich weiß nicht wieso, aber gerade in diesem Fall ist das irgendwie interessant anzusehen. Wir bekommen nämlich auf der linken Seite eben die beiden Discs. Dabei handelt es sich zum einen um eine Blu-ray-Disc, auf der logischerweise eben der Film und das komplette Bonusmaterial enthalten ist, beziehungsweise eben dann darunter liegend eine DVD, auf der der Film mit ein bisschen Bonusmaterial zu sehen ist. Drunter merken wir dann gleich einmal eine der Inspirationen für das Frontcover-Artwork von Adrian Keindorf, das meiner Meinung nach von ihm tatsächlich deutlich besser umgesetzt wurde als von Herschel Gordon Lewis im Film, aber eben den Film wirklich gut repräsentiert. Apropos den Film gut repräsentieren, da landen wir natürlich wieder bei Stefan Kaiser, beim quasi Illusions Stamm-Booklet-Autor, der auch zu Color Me Blood Red wieder ein wirklich exzellentes, wirklich umfangreiches und sehr informatives Booklet verfasst hat, das wirklich lesenswert ist, vor allem für diejenigen, die sich jetzt nicht mühevoll irgendwelche Informationen vielleicht aus dem Audiokommentar herauspicken wollen, sondern auf die Schnelle einige Informationen haben wollen, die hier wirklich gut zusammengefasst, gut aufbereitet wurden und sehr interessant eben gerade Dinge, die ich auch am Anfang des Videos angesprochen habe, über die Hintergründe der Zusammenarbeit eben zwischen Herschel Gordon Lewis und seinem Schauspieler, beziehungsweise andere Probleme, die Gordon Lewis da mit seinem Produzenten Friedman hatte während der Produktion und vor allem danach. Sehr interessant, was hier alles steht. Ganz zum Schluss von dem Booklet dann eben noch ein paar Seiten mit Ausschnitten aus dem Film und einigen Filmbildern. Aber insgesamt muss man an der Stelle wirklich sagen, das ist ein meiner Meinung nach gelungenes, gut verarbeitetes Mediabook mit einem einfach nur perfekten Frontcover-Artwork. Aber ob das Cover-Artwork und damit das Mediabook das einzige ist, das bei Herschel Gordon Lewis Color Me Blood Red wirklich sehenswert ist, das möchte ich euch im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray Check zeigen, denn jetzt möchte ich mit euch einen direkten Blick auf die Bildqualität der Blu-ray werfen. Der Film stammt, wie bereits mehrmals erwähnt, aus dem Jahr 1965 und ist damit bereits schlanke 55 Jahre alt. Das gepaart mit der Tatsache, dass Herschel Gordon Lewis damals natürlich mit sehr geringen Budgets und damit natürlich auch mit sehr billigem Filmstock gearbeitet hat, lässt das die Frage offen, in welcher Form und welcher Qualität dieser Film jetzt dann in High Definition auf der österreichischen Blu-ray von Illusions Unlimited Films vorliegt. Und deswegen möchte ich für euch im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray Check wie gewohnt einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer direkt zeigen, weise allerdings wie gewohnt darauf hin, dass ich diese Bilder zwar alle selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich sie aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube
hochladen muss, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Aber ich finde, wir bekommen über diese Screenshots zumindest einen guten Einblick in die Bildqualität und der ist im Fall von Color Me Blood Red meiner Meinung nach auch wirklich hervorragend gelungen. Etwas, das man nämlich auch bei der Lektüre des Booklets erfährt, ist das logischerweise irgendwie bei dem Titel von dem Film, die Farbe Rot eine wichtige Rolle spielt in diesem Film. Und da ist es dann natürlich besonders passend, wenn man einen High-Definition-Transfer vor sich hat, der auch wirklich brillante und gut erhaltene Farben zeigt, wo nämlich eben dann gerade die kräftige Farbe Rot wirklich schön hervorsticht, sei es jetzt eben, wenn Leute dann durch Zufall über einen roten Boden streichen, jemand aus einer roten Benzinkanne irgendwas wohin gießt, jemand ein rotes Kleid anhat oder natürlich die Spuren von Adams Ex-Freundin sich auf einer Leinwand verteilt. Das ist wirklich etwas, das bei diesem Film wirklich zu einer treibenden, schlagenden Kraft von diesem Transfer wird, das eben für einen Film aus den Mit-60er Jahren die Farbgebung einfach nur sehr zufriedenstellend und gelungen ausfällt. Auch der Kontrast ist meiner Meinung nach sehr gelungen und kann helle und dunkle Bildbereiche hervorragend miteinander balancieren. Außerdem bekommen wir noch einen scharfen, eigentlich richtig angenehm detailreichen Transfer geboten, wo man allerdings lediglich ganz kleine Abstriche dann machen muss, wenn eben der Rushed Production Schedule von Herschel Gordon Lewis zugeschlagen hat, weil offensichtlich der Focus Puller in einzelnen Einstellungen nicht lange genug Zeit hat, seine Arbeit wirklich zu machen, weswegen es natürlich im weiteren Verlauf des Films die ein oder andere etwas weichere Aufnahme gibt. Das ist allerdings definitiv nichts, das diesem HD-Transfer geschuldet ist. Der ist wirklich von einer hervorragend erhaltenen Quelle gezogen, wurde hervorragend für diese Blu-ray abgetastet und aufbereitet, sodass man meiner Meinung nach insgesamt mit dem, was uns Illusions hier in Sachen Bildqualität liefert, mehr als nur zufrieden sein kann. Und last but not least natürlich die alles entscheidende Frage: Brauche ich diesen Release? Und da hat man vor allem schon aus einem einzigen Grund aus meinem Mund ein klares Ja vorangestellt gehört, denn Color Me Blood Red erscheint nämlich mit der österreichischen Blu-ray-Auflage von Illusions Unlimited Films zum allerersten Mal in einer deutsch synchronisierten Fassung. Der Film ist zwar bereits im DVD-Zeitalter von CMV Laservision veröffentlicht worden und dann als Repack auch von 84 Entertainment da, lag dieser Herschel Gordon Lewis Klassiker allerdings überall nur in seiner englischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln vor. Und das ist eben etwas, das sich Illusions zu Herzen genommen hat und auch wie bereits bei beiden anderen Titeln aus der Blood Trilogy hier für diesen Release eine deutsche Synchro angefertigt hat, die meiner Meinung nach auch durchaus ganz gut gelungen ist. Hinzu kommt eine Menge an Bonusmaterial, hinzu kommt ein, finde ich, sehr schickes Mediabook mit einem Frontcover-Artwork von Adrian Keindorf, das mir persönlich sehr gut gefällt, sodass man meiner Meinung nach diesen Release ganz ohne Bedenken in sein Sammlerregal stellen kann. Vor allem würden ja sonst die anderen Blu-rays aus der Classics-Reihe von Illusions weinen, oder?